Hallo und herzlich willkommen aus Dortmund zu einem neuen Technikvideo von 9FF. Heute mal ein bisschen was anderes, und zwar, warum heißen wir eigentlich 9FF Engineering? Und zwar im allerweitesten Sinne. Warum heißen wir nicht 9FF Industries oder 9FF Sales Company oder sonst was? Das hat nämlich einen Sinn. Engineering, weil wir entwickeln unsere Sachen selber. Das heißt, von der Idee bis zum fertigen Produkt. Wir sind kein Tuner, der einfach Sachen zukauft und ans Auto schraubt und dann eine Kombination aus ganz vielen zugekauften Teilen an den Mann bringt, sondern wir bauen ein eigenes Produkt. Das heißt, wir versuchen jedes Teil, was wir verwenden in unseren Leistungssteigerungen, Fahrzeugumbauten, selber zu entwickeln, selber zu produzieren oder exklusiv für uns produzieren zu lassen und dann eben entsprechend auch zu TÜVen, zu verkaufen und den Kunden ganz viel Freude damit zu machen. So, und das haben wir heute an zwei expliziten Beispielen. Einmal an unserem Pleuel, das hat Janis ja schon ein paar Mal in anderen Videos im Fahrzeug oder vielmehr im Motor erklärt, aber noch nicht, wie sind wir überhaupt dazu gekommen. Und das andere ist unser Ladeluftkühler, den wir gerade für unser Salvatore Beschleunigungsrennauto bauen. Da hatten wir immer ein bisschen Probleme mit der Ladeluftkühlung, hat Janis, glaube ich, auch mal in einem der Videos erklärt, und dass wir da einen größeren Umbauplan, wie wir auch da auf einen ganz neuen Weg gekommen sind, wie wir das Ganze überprüft haben, eben wie wir das Ganze ingenieurmäßig entwickelt haben. Und dazu muss ich als erstes vorstellen, unseren Oberkonstrukteur, Peter, der mit ihm zusammen mache ich die ganzen Konstruktionen am Rechner. Das heißt, wir zeichnen und entwickeln gemeinsam die Teile als Einzelteil, die Janis dann hinterher wieder in sein Gesamtkonzept Motor einbaut oder die wir auch bei anderen Sachen brauchen. Also Peter ist der Mann für die Zeichnung, für die Kleinarbeit an der Konstruktion, für die Strömungsüberprüfung, für die Festigkeitsüberprüfung und so weiter. Genau. So, weil da bin ich zu alt für. Ich bin der Mann für diese Konstruktionen hier, für handgezeichnete Zeichnungen und für die Idee. Alles Weitere macht zum Glück der deutlich jüngere Peter, der ist da nämlich viel fitter. Ja, dann würde ich sagen, willst du was sagen dazu? Was benutzt du da so für Programme und solche Sachen? Ich nutze eigentlich SolidWorks, fast ausschließlich. Ja. Da kommst du am besten mit zurecht, oder? Genau. Ist für unsere Anwendung vielleicht auch das Einfachste in der Handhabung, ne? Genau. Ja, damit schon im Studium Erfahrung gemacht und dann seitdem einfach immer durchgezogen. Ja, klar. Man arbeitet damit, was man kennt, ne? Genau. Und die Ergebnisse sind ja immer in Ordnung. Ist ja auch ein sehr gängiges Programm. Ja. Nutzen viele Hersteller. Ja, guck, dann hat sich's bewährt, dann scheint das zu funktionieren. Ja, genau. Nicht? Dann würde ich sagen, womit wollen wir starten? Ladeluftkühler oder Pleuel? Nee, ist es klar. Du hast da gerade Ladeluftkühler an, ne? Ja. Dann fangen wir damit einfach mal an. So. Und zwar beim Salvatore Beschleunigungsrennauto hatten wir das Problem, dass aufgrund des extrem hohen Ladedrucks, wir fahren ja knapp 3 bar Überdruck, gehalten durchgängig mit einem riesengroßen Lader, natürlich die Ansaugluft immer sehr warm wird. Man sagt so überschlägig, für 1 bar Überdruck, Ladedruck, erwärmt sich die Ansauglufttemperatur etwa um 100 Grad. Das heißt, wenn wir von Raumtemperatur auf 3 bar Ladedruck erhöhen, haben wir am Ladeluftkühlereingang, ich würde mal sagen, so zwischen 250 und 300 Grad überschlägig. Das verträgt der Motor ja nicht, also müssen wir es deutlich runterkühlen. Und bisher hatten wir natürlich sehr große, aber herkömmliche Ladeluftkühler. Das heißt, der Fahrtwind kühlt wiederum die warme Luft im Ladeluftkühler. Zusätzlich hatten wir dann noch ein CO2-Aufspritzsystem zur weiteren Kühlung und ein Wassermethanol-Aufspritzsystem und so weiter. Hat alles nicht gereicht. Also haben wir gesagt, was machen wir? Wir brauchen einen größeren Ladeluftkühler. So, und dann haben wir gesagt, wo ist Platz? Hinten in den Radkästen keiner. Also müssen wir den irgendwo ganz anders hinbauen. Und so sind wir dann auf eine ganz wilde Konstruktion gekommen. Der kommt jetzt nämlich in den Innenraum. So, und das hier war dazu mal meine erste Zeichnung. Das Auto ist ja ohnehin gerade zerlegt, weil es einen großen Überrollkäfig gerade eingeschweißt bekommen hat. So, und dann haben wir also gesagt, der kommt in den Innenraum, hinten etwa im Bereich der Hutablage. Ich habe ein paar Maße dabei geschrieben und so weiter und sollte also hier jeweils rechts und links von den Turboladern reingehen, durchs Ladeluftkühlernetz durch und dann wieder zurück in Richtung Motor. So, und für uns entscheidend waren eben diese seitlichen Kästen, also das heißt der Einlaufkasten und der Auslaufkasten.
Wie ist die Strömung da drin? Ist die Verteilung der Luft im Ladeluftkühler überhaupt gleichmäßig? Oder ist es so, dass nur die hinteren paar komischen kleinen Kiemen da, Durchgänge, Kanäle kühlen und da vorne passiert gar nichts? Wie verteilt sich das Ganze, um die Größe optimal auszunutzen? So, und dann habe ich also diese kleine Zeichnung angefertigt, habe gesagt, Peter, guck doch mal, mach mal was so ähnlich aussieht wie das und lass uns das mal strömungstechnisch überprüfen. Vorher war noch eine andere Sache. Wir mussten ja auch wissen, wie viel überhaupt durchgeht und mit welchem Druck. Druck war klar, aber Volumen war nicht klar. Da gibt es noch so eine ganz kleine Berechnung dazu. Wir berechnen einfach mit einfachen Formeln, wie viel Luft geht durch, wie groß muss jeweils der Einlassdurchmesser sein, damit wir nicht strömungstechnisch über Schallgeschwindigkeit kommen, weil dann verändert sich die Strömung sehr stark von laminar auf turbulent und turbulente Strömung ist schlecht, geht nichts mehr durch. Also müssen wir unter Schallgeschwindigkeit bleiben. Wir haben also den Durchmesser festgelegt, der auch nochmal deutlich größer geworden ist als das, was wir bisher hatten. Ja. Und dann hat Peter angefangen zu zeichnen. Genau. Ja, Peter, da hast du was auch bei dir auf dem Rechner drauf, ne? Genau, und dann habe ich dafür die erste Strömungsanalyse gemacht. Und dann ist uns direkt aufgefallen, dass wir das Netz ja zu einem Drittel, zu der Hälfte überhaupt füllen. Ja, genau, da ist auch nochmal als einzelnes Bild. Ne? Genau. Hier strömt es rein und dadurch, dass der Knick viel zu stark ist, die Luft geht gar nicht in die Richtung durch. Hier würde das Kühlernetz sitzen, also in diese Richtung soll es durchströmen. Das Netz ist hier jetzt nicht mitgezeichnet. Trifft also wirklich nur den Bereich. Der ganze wird überhaupt gar nicht genutzt vom Ladeluftkühler. Genau. Also war meine ursprüngliche Zeichnung Mist. Ja. So, und dann haben wir gesagt, da brauchen wir nicht weiterzumachen. Jetzt müssen wir uns mal gucken, ob wir irgendwas finden, was vielleicht irgendwie dann doch funktioniert. Genau. Ja, und dann, wie man das so macht, man guckt ja auch gerne mal ab. Ich bin immer interessiert in Richtung Motorsport und habe dann durch Zufall dieses Bild gefunden, was eigentlich gar nichts wirklich mit Ladeluftkühlung zu tun hat. Aber man sieht hier hinten eher klein, da sind 2 Ölkühler montiert. Und die kriegen ihre Ölversorgung im Prinzip fast, ja, wie soll man das sagen? Ganz flach. Ganz flach da drauf geströmt, müssen also eine riese Ecke machen, damit das Öl überhaupt durchströmen kann. Aber ich habe mir gedacht, wenn ein WRC-Auto das so optimiert, dann kann das nicht so schlecht sein. Genau. Aber ich habe mir gedacht, wenn WRC das macht, dann probieren wir das jetzt mal für unseren Ladeluftkühler aus. So, und das war dann der nächste Schritt, ne? Genau, dann Das war er hier, Peter, erzähl mal. ganz viele Iterationen, wie wir dann von einem steilen Winkel immer flacher geworden sind, immer flacher von der Seite rein. Und das sieht man auch hier, dass es dann auch mal fast das ganze Netz trifft. Sind wir dann immer weiter und dann in den späteren Versionen Ja, haben wir dann, da war es dann optimal, ne? genau, haben wir das ganze Netz ausgefüllt. Genau, da hatten wir zu Anfang da noch. Woran Genau, lag das? fehlt Da noch. wurde das zu schnell zu weit, das Rohr, ne? Genau. Ja. Und dann haben wir halt wirklich auch die letzten Rippen noch gefüllt gekriegt. Und haben eigentlich eine relativ gleichmäßige Verteilung dadurch jetzt über das ganze Netz. Deshalb eben eine ideale Ausnutzung des Netzes und die beste mögliche Kühlung. Genau. Und Ja. dann sieht das so, Genau, dann hast du es da nochmal als Zusammenbau bei dir auf dem Rechner. genau, Ne? So in mit der etwa würde es dann Verrohrung, dass man aussehen. dann auch vorher erstmal wieder die Luft gerade kriegt. Stimmt, wir brauchen ein Stück gerade, damit sich das beruhigt in der Strömung. Ne? Genau. Ja, Und dann, wie das dann hier aus der Mitte wieder auch rausfließt. genau. Und wir haben nur im Knick, weil der ist da auf der Zeichnung noch ein bisschen zu eng, haben wir noch einen Genau. roten Bereich. Genau, wo die da habe ich einfach mal irgendwelche Rohre angenommen. Ja. Halt so einen maximal schlimmsten Fall, Klar. den wir wahrscheinlich nicht haben werden im Auto Nee, dann. zumindest müssen wir ihn vermeiden. Jetzt wissen wir, dass es da an der Stelle nicht so optimal ist. Ne? Genau. Ich meine, von der Luftgeschwindigkeit sind wir hier immer noch okay. Ja, aber ich glaube, wenn wir uns im grünen oder blauen Bereich bewegen, sind wir eben optimal. Ne? Genau. Ja. Ja, und so viel steckt da eben drin, bevor man so einen Ladeluftkühler in etwa so weit hat, dass er dann auch wirklich funktioniert. Ja, und das habe ich eben nicht, wenn ich irgendwo gucke, was gibt es am Markt, ich kaufe jetzt einen zu. Da weiß ich weder über die Strömung Bescheid, da weiß ich weder über das Netz, über die Netzqualität, wie gut ist überhaupt der Austausch von warmer und kalter Luft, wie gut funktioniert das Ganze. Naja, so, und als wir das soweit hatten, dann sind wir in die Konstruktion gegangen. Ne? Genau. Und dann haben wir hier die Netze gemacht. Die hatten Ja. wir in der ersten Version als Blechteile noch. Und sind Stimmt, dann, die Kästen, ne? Ja. Genau. Und dann haben wir uns hinterher überlegt, dass wir die doch fräsen lassen. Ja. Und dann hat man ja doch nochmal
eine bessere Das Strömung. stimmt. Ja, mit den Blechteilen konnten wir die Form nicht exakt einhalten, die wir eigentlich berechnet hatten. Ne? Genau. Ja, genau. Ja, Ja, und gut. das ist jetzt zum Beispiel der mittlere Kasten. Ja. Ja, einmal aus einem hier- großen Klotz Alu gefräst, das Ganze. Genau. Und hier das komplette mit den Netzen Jo. dazwischen. So sieht es Mit entsprechender Wandstärke, das weiß man eben auch nicht, wenn man es zukauft, weil Genau. 3 Bar Druck auf so große Flächen und zum Teil auch außen sogar etwas glatte Flächen, da brauchen wir schon sehr stark und dick konstruiertes Teil. Ansonsten wird es das einfach aufpusten und aufblähen. Genau. Jo, weil wir brauchen ja bestimmt eine Drucksicherheit, ich sag mal bis 4 oder 5 Bar, dass wir auf alle Fälle auf der sicheren Seite sind. Ja, und das können wir damit gewährleisten. Ne? Genau. Ja. Ja, und das ganze Teil ist jetzt in Produktion. Und dann wollen wir mal gucken, wie es dann hinterher im Auto aussieht. Ne? Ach, was wir noch gar nicht gesagt haben, hier liegt auch noch ein schönes Bild. Genau. So fängt das Ganze dann mal an. Wir bauen nämlich zu Anfang, wenn wir mit den ganzen Schritten durch sind und mit der Konstruktion, bauen wir noch einen Prototyp aus möglichst einfachen Materialien. Also Genau. Styropor, Pappe und so weiter. Ne? Genau. Und da Aus konntest du dem dann 3D-Druck handwerkliches, viel. ja, konntest du dann handwerkliches Geschick beweisen. Ne? Genau. Das wäre jetzt einmal nur die großen äußeren Abmaße und dann da dann eine Version aus Pappe. Ja, Ja. Und da liegt die dann auf dem Auto und dann sieht man mal, wie groß das ist. genau. Das Ganze Das würde muss sich dann dann- da rein verschieben. Ne? Muss dann hier alles rein. Also das wird auch noch knapp. Naja, aber bei Ladeluftkühler kann man fast wirklich so sagen, Viel hilft viel. viel hilft viel, wenn er gut konstruiert ist. Ja. Ne? Ja. Und da haben wir wirklich gesagt, viel muss sein. Ja, das war unser erstes Thema Ladeluftkühler. So, dann kommen wir dann als nächstes zum Pleuel. Beim Pleuel hatten wir die Herausforderung, dass als der 992 Turbo auf den Markt kam, wir voller Euphorie den Motor zerlegt haben und große Hoffnung hatten, dass das 991 Turbo Pleuel da reinpasst und dann aber leider gesehen haben, oh, ein bisschen dumm gelaufen, etwa 4 mm kürzer das Pleuel im 992. Und weil wir eben ganz früh damit dran waren, gab es auch niemanden, der eins baut. Denn bisher haben wir oft Porsche Motorsport Pleuel verwendet, aus irgendwelchen Rennserien, Rennautos, RS, R, alles was es da so gab, alt und neu. Oder auch Zukaufteile für günstigere Motorvarianten. Und haben dann aber entschieden, dass wir für 992, weil wir wollten einfach die Ersten sein, direkt unser eigenes Pleuel machen. Was dann auch zum Glück gut gelaufen ist, weil wir machen es jetzt für 992 und 991. Naja, und wie es immer in der Entwicklung beginnt, wir sagen, wir wollen Pleuel machen, was bauen wir denn überhaupt? Und beim Pleueln ist es ja so, es gibt da eben ganz unterschiedliche Bauformen. Es gibt, so wie die Großserienhersteller bauen, das I-Schaft-Pleuel, wo der Schaft eben eher aussieht wie ein I. Dann haben wir das H-Schaft-Pleuel, so wie es die meisten Aftermarkt-Stahlpleuel bauen. Das heißt also 2 große Flächen und seitlich ausgefräst. Was immer behauptet wird, das wäre das stabilste Pleuel, ist aber Blödsinn. Ist eher das schwächste Pleuel vom Profil her. Lässt sich aber wahrscheinlich irgendwie gut fertigen oder irgendwas. Ich weiß nicht, was der Grund ist, warum die meisten Hersteller das so bauen. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und dann gibt es eben die Materialien Titan und Stahl. Wir haben uns dann, weil wir beim 992 Turbo nicht so ganz große Drehzahlen erwarten, vielleicht so 7.500 Umdrehungen und sehr hohe Ladedrücke und Kräfte, für ein extrem stabiles Stahlpleuel entschieden. Und wollten auf keinen Fall eben H-Schaft machen, sondern in jedem Fall ein I-Schaft. Und irgendwann zu Zeiten der Entwicklung ist mir dann ein Pleuel untergekommen, ein Bild. Man ist ja mal am Forschen und gucken, was gibt es so alles. Eines Formel 1 Motors, älterer Formel 1 Motor. Ich glaube sogar BMW oder Ferrari war nicht ganz genau beschrieben, was es wirklich war. Jedenfalls, was auffällig war, wieder der I-Schaft in der, ja, wie soll man das I jetzt erklären? Wie ein großgeschriebenes I, wenn man es hier durchschneiden würde. Zusätzlich mit den 2 Löchern, Taschen, Ja. zur Erleichterung und auch zur besseren Kraftableitung in alle Richtungen. Ne? Genau. Und dann haben wir gesagt, sowas müssen wir auch machen. Ja. So, und weil wir natürlich nicht irgendwie was direkt nachkonstruieren wollten und überlegt haben, wenn die das unten haben, warum machen sie das da oben nicht eigentlich auch? Da ist es zwar etwas schmaler, aber die Kraft ist die gleiche Kraft wie hier. Ist ja, gehört ja genau zusammen. So, und dann, Peter, sind wir im Prinzip auf die Form gekommen. Ne? Genau. Das ist ja unsere Version davon. Da Genau. haben wir dann Und man sieht, wir haben dann da oben diese Auch noch- Verstrebung und Erleichterungsbohrungen oben auch noch mit eingebaut. Genau, sind hier auch noch Taschen drin. Ja.
Ja, Ja, stimmt, so sah das Ganze dann als Zeichnung aus. genau. Ging dann auch über Iterationen, die wir dann am 3D-Drucker ausgedruckt haben, Ja. im Motor ausprobiert haben, ob wir da nicht schon irgendwo anecken, weil wir auch sehr breit geworden sind. Ja, das war noch die kleinste, war noch- schmalste, ne? genau, Stimmt, die das war auch war sogar noch- noch ohne. War noch eine frühere Version. Eine ganz frühe. So, und lass mal gucken, dann sind wir hier einen Schritt weiter gekommen. Da Genau. sieht man schon, der ist hier schon breiter, ne? Und hat die Dinger auch. Ja. Stimmt, und die haben wir vergrößert. Ja, aber dafür sind wir mit den Rippen dicker geworden. Stimmt, das ist auch noch nicht die Endversion. Das ist, glaube ich, die Endversion, ne? Ja, genau. Stimmt. Da sieht man es nochmal. Da haben wir die Rippen wieder etwas dicker gemacht. Genau. Weil wir gesagt haben, was war das hier? Das war nicht viel, ne? Nee, Zwei? 2 oder 3. Ja, ja, Also genau. Haben zwei. wir gesagt, das sieht irgendwie zu pisselig aus. Genau. Stimmt, und dann ist das im Prinzip die Endversion geworden, ne? Ja, Ja, und genauso bauen wir es dann jetzt ja auch. genau. Ja, und zum Testen ist das 3D gedruckt super, Ja. weil man das halt eben kurz einbauen kann. Einmal durchdrehen, gucken, ob man hier schon irgendwo anschlägt, Ja. weil es ist ja wirklich sehr massiv Ja. geworden. Naja, und der 991 wie der 992 haben eben eine ganz besondere Bauform des Motors. Man muss die Kolben bolzen, die hier durch müssen, muss man durch ein sehr lange geführt, durch den ganzen Motorblock mit einer ganz langen Stange einbauen. Und dann kann es sein, dass man, wenn die anderen 3 Pleuel schon drin sind, also die anderen 3 Pleuel einer Seite, dass wenn das Pleuel hier zu breit ist, kommt man hier mit der Einbaustange nicht mehr vorbei. Genau. Ja, genau das Problem hatten wir auch damit, falls Sie erinnern. Ja. Mussten wir das Porsche Einbauwerkzeug mal eben kurz umdesignen. Ja, jetzt geht es wieder zusammen und haut alles hin. Aber wir haben ja noch ein paar mehr Sachen gemacht, ne? Genau. Wir haben noch Ich drehe mal ein bisschen. eine statische Festigkeitsanalyse gemacht. Ja, und dann kann man hier sehen, wo da die höchsten Belastungen sind. Ja, und die wären dann hier in den Bereichen, wo das dann auch wirklich am dünnsten ist. Ja, haben es dann mal laufen lassen. Ja, stimmt, was haben wir dann noch? Waren so ein paar unterschiedliche, ne? Da kommt noch Genau, einer, für oder? verschiedene Versionen. Mal gucken. Das ist Ach, nun- stimmt, ja, das ist war ein was mit- Körpervergleich zwischen den Varianten hatten wir da auch noch. Ah, haben wir einfach mal übereinander gelegt, ne? Genau, zwischen Um zu den- gucken, was ist wo dicker und dünner und so weiter. Ja, genau. Ja. Also wiederum viele unterschiedliche Schritte, viel Entwicklung, viel Berechnung, viel quasi computersimuliertes Messen, ob das Ganze denn dann auch hinterher funktioniert. Wie sind wir eigentlich auf das richtige Material gekommen? Da haben wir auch mehrfach probiert und was wir nehmen, von wegen der Festigkeit und allem, oder? Ja, sind Da wir hast einige du mal- Tabellen durchgegangen Ja, ne? von Materialien und Herstellern. Haben ein bisschen geguckt, was nehmen andere Hersteller. Genau. Ja, und haben uns dann aber letztendlich doch für was anderes entschieden, ne? Ja, Etwas, genau. was noch fester war, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Ja, Auch wieder dann- viel hilft viel. Genau, lange suchen, gucken, vergleichen. Ja. Ja, Ja, um eben dann hinterher das optimale Pleuel rauszukriegen, was wiederum natürlich einmal in dieser Richtung unglaublich stabil sein muss. Dadurch, dass es sich ja im Prinzip so in etwa im Motor hin und her bewegt, dann muss es auch in dieser Richtung stabil sein, weil, sieht man schon, wenn es so macht, könnte es ja auch in diese Richtung verbiegen. Deshalb haben wir es recht breit gemacht in die Richtung. Nein. Außerdem läuft es auch schön aus, das heißt, der ganze Druck kommt mehr oder weniger auf die obere Lagerschale. genau. Für eine Top-Light-Druckverteilung. Ne? Nicht, dass wir nur hier oben Druck haben und da an Seiten kommt gar nichts mehr an. Ja, Jo, deshalb haben wir da auch einen ganz stabilen Ölfilm und viel weniger Lagerbelastung. Ja, da haben wir uns schon langen Kopf drum gemacht um das Pleuel. Ne? Ja, laufen auch sehr erfolgreich in vielen Motoren. Können wir sagen, haben wir, glaube ich, ein gutes Teil gebaut. ich glaube auch. Das kriegt Ja. man nicht so schnell kaputt. Nee, denke ich auch mal. Ja, und das ist der Grund, warum wir 9FF Engineering heißen und nicht Industries. Weil wir ingenieren. Ja. Ich ein bisschen, Peter eine ganze Menge, glücklicherweise. Aber wie das so ist, nur als Team kann man sowas alles hinkriegen. Ja. Wir haben ja für andere Bereiche auch noch andere Leute, mit denen ich das dann in Kooperation mache, ob es der Jacek ist, für die ganze Elektronik-Entwicklung und Abstimmung. Nicht? Oder letztendlich dann Jannis am Motor, der es dann auf einer anderen Ebene testet, nämlich geht es überhaupt zusammen, funktioniert es, fährt es und hält es. Ja. Nein. Sind wir also schon ein richtiges Entwicklungsteam. Und das waren jetzt nur mal so 2 Beispiele. Das ist eben für alles, was wir machen. Und wenn es nur eine Abdeckung ist, um hinten, wenn die Gurte ausgebaut werden, eine Blende ins Seitenteil reinzudrücken, Genau. das muss eben einmal von A bis Z, ne? Ja. Fängt man bei Null an.
Ganz genau. Man hat nur das Loch in der Blende, in der Verkleidung. Ja. Ja, und dann darf Peter messen und zeichnen und konstruieren. Ja. 5-mal ein Plastikprototyp drucken und dann wissen wir, wie wir das Loch auch noch zukriegen. Genau. Ja, und deshalb, also es gibt unendlich viele Anwendungen. Und dadurch, dass wir das alles im Haus machen, geht es verhältnismäßig schnell und entspricht immer, soweit wir das realisieren können, unseren Qualitätsansprüchen. Und deshalb dann auch insgesamt der 9FF-Philosophie. Ja. Ja, Peter, wenn du sonst nichts mehr hast, ich wäre durch mit meinem Teil hier. Nee, ich auch nicht. Das wollte ich vielleicht noch zeigen, ganz genau. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin schon ein bisschen alt für die ganze Sache. Bei mir sehen Zeichnungen noch so auch nicht. Die kommt auch schon von dir, Peter. Ist ja fürchterlich. Du ist ja hier mal alles von dir. Bei mir sahen Zeichnungen noch so aus. Ja. Nein. Ja, wieder die Idee. Eine Zeichnung für einen Luftfilterkastentrichter, Turbolader-Ansaugstutzen, ein Zylinderliner. Hier, unser allererster, genau. Ach, das Werkzeug zum Bearbeiten des Liners. Ja. Drosselklappenstutzen zum Draufschrauben und so weiter. Naja, jedenfalls mit solchen Zeichnungen startet das Ganze. Dann kriegt Peter dieses komische Ding, wenn überhaupt. Ja. Das sind jetzt alles alte Sachen. Und dann ist er dran. So läuft das hier. Jo. Ja, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, hat euch ein bisschen unterhalten und auch gefallen. Ihr habt ein bisschen was Interessantes, Neues gesehen und könnt euch jetzt ein bisschen besser vorstellen, wie aufwendig doch die Entwicklungsarbeit ist, um hinterher ein tolles Produkt rauszukriegen, an dem alle viel Spaß haben. Und ich kriege natürlich einen guten Hinweis. Bitte unbedingt abonnieren. Wir wollen ja, dass ihr weiterhin so toll versorgt werdet mit Videos und viel Spaß habt. Macht's gut, bis bald. Ciao.